Mein Name ist Isabella Sternberg. In der glitzernden Welt der Berliner Immobilienelite gibt es keinen Platz für die Wahrheit. Hier zählt nur der Schein. Ich stand am Rande des prächtigen Ballsaals im Hotel Adlon, ein Glas Mineralwasser in der Hand, und beobachtete die Menschen, die mich einst meine Familie nannten. Mein schlichter, dunkelblauer Hosenanzug wirkte deplatziert zwischen den Seidenkleidern und den maßgeschneiderten Smokinganzügen. Aber das war Absicht. Ich war nicht hier, um zu glänzen. Ich war hier, um zu vollenden, was vor 3 Jahren begann. Sieh dir das an, hörte ich eine vertraute, hasserfüllte Stimme hinter mir. Die verlorene Tochter ist zurückgekehrt. Hast du endlich eingesehen, dass man mit einem Soldatengehalt nicht einmal die Reinigung deiner alten Kleider bezahlen kann? Ich drehte mich langsam um. Vor mir stand Dr. Arthur von der Heide, mein ehemaliger Schwiegervater. Ein Mann, dessen Ego so groß war wie die Wolkenkratzer, die er baute. Neben ihm stand mein Ex-Mann, Julian, der mich vor 3 Jahren für eine jüngere Erbin verlassen hatte, nachdem er mein Vertrauen missbraucht hatte, um an die politischen Kontakte meines verstorbenen Vaters zu kommen. »Guten Abend, Arthur.« »Julian«, sagte ich ruhig. Meine Stimme war fest, geschult durch jahrelange Führungserfahrung im Feld und in den Sitzungssälen des Verteidigungsministeriums. »Arthur, für dich immer noch Herr Doktor von der Heide, wenn ich bitten darf«, schnaubte er. »Ich habe gehört, du arbeitest jetzt in irgendeinem verstaubten Archiv der Bundeswehr? Akten sortieren? Eine traurige Karriere für eine Frau, die einmal die Chance hatte, in die mächtigste Familie Berlins einzuheiraten. Aber du wolltest ja unbedingt deine Ehre bewahren.« Julian lachte, ein hohles, unangenehmes Geräusch. »Lass sie, Vater. Isabella liebt es, die Märtyrerin zu spielen. Wahrscheinlich ist sie nur hier, um ein paar Häppchen vom Buffet zu stehlen, bevor sie zurück in ihre Kaserne muss.« Ich lächelte innerlich. Wenn sie wüssten. Wenn sie nur den leisesten Schimmer hätten, warum ich heute Abend wirklich hier war. In meiner Handtasche lag mein Dienstausweis, der mich als Oberst im Generalstabsdienst auswies, Leiterin der Abteilung Infrastruktur und Sicherheit. Ich war die Frau, die über das 2,5 Milliarden Euro Projekt Festung Nord entschied, das neue Cyberlagezentrum der Bundeswehr. Und die Firma von der Heide Konstruktion war der Hauptauftragnehmer. Zumindest war sie das bis vor genau 2 Stunden. »Ich bin aus einem geschäftlichen Grund hier, Arthur«, sagte ich, während ich den Blick durch den Raum schweifen ließ. Überall sah ich korrupte Politiker und Spekulanten, die sich an den Steuergeldern bereicherten, die für die Sicherheit unseres Landes gedacht waren. »Oh, geschäftlich? Du?« Arthur trat einen Schritt näher, sein Gesicht war nun rot vor Zorn. »Hör mir gut zu, Isabella. Diese Gala feiert den Baubeginn des Cyberzentrums. Ich habe Millionen investiert, um die richtigen Leute zu schmieren, damit dieser Vertrag unterschrieben wird. Wenn du hier bist, um irgendwelche alten Rechnungen zu begleichen oder dich bei meinen Gästen über Julian zu beschweren, werde ich dich eigenhändig vor die Tür setzen lassen. Du bist nichts mehr. Du bist eine kleine, unbedeutende Zivilistin in Uniformverkleidung.« »Ich bin keine Zivilistin, Arthur. Ich bin eine Offizierin der Bundeswehr«, entgegnete ich kühl. »Offizierin? Dass ich nicht lache«, rief er so laut, dass einige Gäste stehen blieben und zu uns herüberschauten. »Du bist eine Sekretärin mit Ambitionen. Verschwinde von hier, bevor ich den Sicherheitsdienst rufe. Du beschmutzt das Prestige dieses Abends.« Er winkte 2 bulligen Sicherheitsmännern zu. »Eskortieren Sie diese Frau nach draußen. Sie belästigt die Ehrengäste.« Ich sah die Männer an, dann sah ich Arthur an. »Bist du dir sicher, dass du das willst, Arthur? Wenn ich diesen Raum verlasse, verlassen auch die Sicherheitsfreigaben dieses Gebäude. Du weißt, dass das Projekt nur unter meiner persönlichen Aufsicht gestartet werden kann.« Arthur lachte schallend. »Deine Aufsicht? Du hast nichts zu sagen. Generalmajor Brandt ist mein Ansprechpartner. Er wird in wenigen Minuten die Eröffnungsrede halten und den symbolischen ersten Spatenstich autorisieren. Du bist Luft für uns, Isabella. Bringt sie weg.« Die Sicherheitsmänner packten mich an den Armen. Ich leistete keinen Widerstand. Ich wusste, dass Widerstand zwecklos war für sie. »Gut, Arthur«, sagte ich, während ich weggeführt wurde. »Du hast es so gewollt. Ich gehe. Aber bedenke eines, in der Armee gibt es ein Sprichwort. Wer die Deckung verlässt, wird getroffen.«
Sie stießen mich durch die Glastüren des Hotels hinaus in die kühle Berliner Nacht. Ich strich meinen Hosenanzug glatt und griff zu meinem Telefon. »Hier Oberst von Sternberg«, sagte ich in das verschlüsselte Gerät. Code Zero Tolerance. Leiten Sie die sofortige Sicherheitsabschaltung für das Projekt Festung Nord ein. Widerrufen Sie alle digitalen Zertifikate der von der Heide-Konstruktion mit sofortiger Wirkung. Und rufen Sie die Militärpolizei. Wir haben eine unbefugte Baustelleneröffnung zu verhindern. Zu Befehl, Frau Oberst, tönte es am anderen Ende. Das Spiel hatte begonnen. Und Arthur von der Heide hatte gerade den größten Fehler seines Lebens begangen. Ich saß in meinem schwarzen Dienstwagen, der ein paar Straßen weiter geparkt war. Mein Fahrer, Stabsunteroffizier Müller, sah mich durch den Rückspiegel an. Alles nach Plan, Frau Oberst. Besser als geplant, Müller. Sie haben mich rausgeworfen. Damit haben Sie die letzte Chance vertan, die Sache intern zu klären. Ich öffnete mein Tablet. Auf dem Bildschirm sah ich die Live-Daten der Baustelle des Cyberzentrums. Überall leuchteten rote Warnlampen auf. Die von der Heide-Konstruktion hatte bereits begonnen, die Fundamente zu gießen, mit minderwertigem Beton, wie meine verdeckten Ermittler festgestellt hatten. Arthur hatte gehofft, dass die Abnahme durch seine geschmierten Kontakte im Ministerium einfach durchgewunken würde. Er hatte nicht mit mir gerechnet. In der Armee nennen wir es böswillige Compliance. Er wollte, dass ich gehe? Er wollte, dass ich keinen Teil mehr an seinem großen Abend habe? Fein. Wenn die zuständige Sicherheitsbeamtin und Leiterin der Zertifizierungsstelle, also ich, nicht anwesend ist, darf laut Protokoll kein einziges Byte an Daten fließen und kein einziger Stein bewegt werden. Innerhalb des Hotels Adlon begann nun das Chaos. Ich konnte es mir bildlich vorstellen. Arthur stand wahrscheinlich gerade auf der Bühne, das Mikrofon in der Hand, bereit, den Knopf für den symbolischen digitalen Baustart zu drücken. Ein Moment, der live in alle Ministerien übertragen wurde. Ich schaltete den Livestream der Gala auf meinem Tablet ein. Arthur lächelte in die Kameras. Meine Damen und Herren, heute legen wir den Grundstein für die digitale Souveränität Deutschlands. Mit einem Klick starten wir die größte Baustelle der Hauptstadt. Er drückte auf den großen, gläsernen Knopf auf dem Podium. Nichts passierte. Stattdessen flackerten die großen Bildschirme hinter ihm kurz auf und zeigten dann in grellem Rot die Worte Security Breach, Autorisation revoked. Ein Raunen ging durch den Saal. Julian eilte auf die Bühne und tippte hektisch auf seinem Laptop herum. Vater, das System reagiert nicht. Die Verschlüsselungscodes wurden für ungültig erklärt. Alle unsere Serververbindungen zum Ministerium sind gekappt. Was soll das bedeuten? Zischte Arthur ins Mikrofon, das er vergessen hatte auszuschalten. Ruf Brandt an. Sofort. Aber Generalmajor Brandt war bereits beschäftigt. Er stand am anderen Ende des Saals und starrte auf sein eigenes Telefon. Er sah aus, als hätte er gerade eine Nachricht direkt aus der Hölle erhalten. Und das hatte er auch. Er hatte die Nachricht erhalten, dass gegen ihn wegen Hochverrats und Bestechlichkeit ermittelt wird, unterzeichnet von Oberst Isabella von Sternberg. Ich gab Müller ein Zeichen. Fahren wir zurück. Ich möchte den Gesichtsausdruck meines Ex-Schwiegervaters sehen, wenn die Realität ihn trifft. Als wir vor dem Adlon vorfuhren, herrschte dort bereits helle Aufregung. 3 Transporter der Feldjäger, der Militärpolizei, bogen mit Blaulicht um die Ecke. Soldaten in Feldanzügen und mit dem MP-Abzeichen am Arm sprangen heraus und begannen, die Eingänge zu sichern. Ich stieg aus dem Wagen. Diesmal trug ich meine Dienstjacke. Die 4 goldenen Sterne eines Obersten auf den Schulterklappen glänzten unter den Straßenlaternen. Mein rotes Barett saß perfekt. Die Gäste der Gala strömten aus dem Hotel, Panik in den Augen. In der Mitte der Menge stand Arthur, der schrie und tobte. Das ist ein technischer Fehler. Ich werde den Minister anrufen. Niemand sperrt meine Baustelle. Die Feldjäger teilten die Menge. Ich schritt langsam auf Arthur zu. Die Soldaten salutierten, als ich an ihnen vorbeiging. Guten Abend, Herr Doktor von der Heide, sagte ich laut. Ich glaube, Sie haben vorhin etwas vergessen. Ihre Sicherheitsfreigabe ist abgelaufen. Genau wie Ihre Freiheit. Arthur erstarrte. Er starrte auf meine Uniform, auf die Orden, auf den Rang an meiner Schulter. Seine Lippen zitterten,
aber kein Wort kam heraus. Isabella, stammelte Julian, der hinter seinem Vater stand. Was ist das für ein Kostüm? Das kann nicht wahr sein. Du bist beim Archiv. Das Archiv, in dem ich arbeite, Julian, enthält die Akten über jeden einzelnen Bestechungsfall, den deine Firma in den letzten 10 Jahren begangen hat, sagte ich ruhig. Und ich habe diese Akten nicht nur sortiert. Ich habe sie ergänzt. Ich wandte mich an den Einsatzleiter der Feldjäger. Hauptmann, versiegeln Sie alle Unterlagen. Niemand verlässt den Saal ohne eine vollständige Durchsuchung. Und nehmen Sie Doktor von der Heide und seinen Sohn in vorläufigen Gewahrsam. Verdacht auf schweren Betrug und Gefährdung der militärischen Sicherheit. Zu Befehl, Frau Oberst, rief der Hauptmann. Arthur versuchte zu fliehen, aber 2 Soldaten packten ihn. Der Mann, der mich vor einer Stunde noch als wertlose Sekretärin beschimpft hatte, wurde nun wie ein gewöhnlicher Krimineller abgeführt. Die Kameras der Presse, die er selbst eingeladen hatte, um seinen Triumph zu dokumentieren, hielten nun seinen tiefsten Fall fest. Der Ballsaal des Adlon war nun kein Ort des Feierns mehr, sondern ein Tatort. Die Militärpolizei und Ermittler des BKA arbeiteten Hand in Hand. Ich stand in der Mitte des Raumes, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, und sah zu, wie das Kartenhaus der von der Heides endgültig in sich zusammenbrach. Generalmajor Brandt wurde in einer Ecke des Saals von 2 Offizieren des militärischen Abschirmdienstes verhört. Er sah mich an, seine Augen voller Wut und Verzweiflung. Er wusste, dass seine Karriere vorbei war. Er hatte seine Ehre für ein paar Wohnungen in bester Lage verkauft, und nun würde er alles verlieren. Seine Pension, seinen Rang und seinen Ruf. »Isabella, bitte«, schrie Julian, während er an mir vorbeigeführt wurde. »Wir können reden. Wir sind doch eine Familie. Ich habe dich immer geliebt, die Scheidung war ein Fehler meines Vaters. Ich würdigte ihn keines Blickes. Loyalität ist keine Währung, mit der man handelt, Julian. Es ist ein Zustand. Du hast ihn gebrochen. Jetzt trägst du die Konsequenzen.« Arthur hingegen war still geworden. Er saß auf einem der vergoldeten Stühle, die Hände in Handschellen, und starrte auf den Boden. All sein Reichtum, all seine Verbindungen, all seine Arroganz konnten ihn jetzt nicht mehr retten. Ich hatte nicht nur den Bau gestoppt. Ich hatte durch die böswillige Compliance dafür gesorgt, dass alle seine bisherigen Zahlungen vom Staat zurückgefordert wurden. Da er minderwertiges Material verwendet hatte, wurde der gesamte bisherige Bau als wertlos eingestuft. Die Versicherungen würden nicht zahlen, da Vorsatz vorlag. Die Banken würden morgen früh seine Kredite kündigen. Von der Heide-Konstruktion war Geschichte. Ich trat auf ihn zu. »Wissen Sie, Arthur, was das Schlimmste für Menschen wie Sie ist? Es ist nicht das Gefängnis. Es ist die Bedeutungslosigkeit. Morgen wird niemand mehr Ihren Namen mit Macht verbinden. Sie werden nur noch eine Fußnote in einem Korruptionsskandal sein.« Er sah langsam auf. Seine Augen waren leer. »Du hast das von Anfang an geplant, seit dem Tag der Scheidung.« »Nein«, antwortete ich ehrlich. »Ich wollte einfach nur meinen Job machen. Aber Sie wollten mich vernichten, um Ihr Gewissen zu beruhigen. Sie haben mich unterschätzt, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Soldatin bin, weil ich nicht in Ihre Welt der Lügen passte. Das war Ihr strategischer Fehler.« Ich drehte mich um und verließ den Saal. Draußen war die Luft frisch. Die ersten Sonnenstrahlen des Morgens kündigten einen neuen Tag an. Mein Telefon vibrierte erneut. Es war die Verteidigungsministerin. »Isabella, ich habe die Berichte gesehen. Hervorragende Arbeit. Das Cyberzentrum wird nun von einer staatlichen Taskforce fertiggestellt. Kommen Sie morgen in mein Büro. Wir müssen über Ihre Beförderung sprechen. Ein Posten im Stab des NATO-Oberbefehlshabers ist frei geworden.« »Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich werde da sein.« Ich stieg in meinen Wagen. Müller fuhr los. Ich sah aus dem Fenster und sah, wie die Zelte und Werbebanner der von der Heide-Konstruktion auf der gegenüberliegenden Baustelle bereits abgerissen wurden. Das Imperium war gefallen. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt. Nicht durch Gewalt, sondern durch die unerbittliche Präzision des Gesetzes und den Mut, die Wahrheit zu sagen, wenn alle anderen schweigen. 3 Monate später. Ich stehe auf der Richtfestzeremonie des Cyberlagezentrums. Diesmal gibt es keinen Prunk, keinen Champagner für Tausende von Euro.
Es gibt Gulaschkanone für die Arbeiter und die Soldaten. Arthur von der Heide wurde zu 8 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Julian kam mit 5 Jahren davon, da er gegen seinen Vater aussagte, eine letzte Tat der Feigheit, die mich nicht überraschte. Das gesamte Vermögen der Familie wurde beschlagnahmt, um die Schäden an den staatlichen Bauten zu decken. Ich trage heute meine neue Uniform mit den Abzeichen eines Brigadegenerals. Die Beförderung kam schneller als erwartet, aber in Zeiten wie diesen braucht das Land Menschen, die nicht käuflich sind. In meiner Welt bedeutet Rang nicht, dass man über anderen steht. Es bedeutet, dass man vor ihnen steht, wenn es gefährlich wird. Und Recht bedeutet nicht, dass man die besten Anwälte hat. Es bedeutet, dass man am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann, ohne sich schämen zu müssen. Die Menschen fragen mich oft, wie ich es geschafft habe, so ruhig zu bleiben, während sie mich demütigten. Ich sage ihnen dann immer dasselbe. Wenn du weißt, wer du bist und was deine Pflicht ist, können Worte dich nicht verletzen. Sie können dir nur zeigen, wo die Schwachstellen deines Gegners liegen. Mein Name ist Isabella von Sternberg. Ich bin General der Bundeswehr. Und ich habe gelernt, dass wahre Stärke in der Stille liegt und wahre Gerechtigkeit in der Geduld. Die Baustelle hinter mir summt vor Aktivität. Diesmal sind die Fundamente stabil. Diesmal ist die Sicherheit garantiert. Denn diesmal wird sie von jemandem bewacht, der weiß, was Ehre bedeutet. Das Spiel ist vorbei. Ein neues Kapitel beginnt. Und ich bin bereit für alles, was kommt.